Heute habe ich für euch wunderbar geschmorte Rinderbeinscheiben nach Omas Rezept. Und ihr seht hier gerade im Video, wie zart dieses Fleisch ist. Ihr braucht es noch nicht mal zu schneiden, ihr könnt es einfach mit dem Messer und der Gabel auseinanderziehen und es ist wirklich ganz, ganz lecker. Dazu gibt es eine sehr intensive und aromatische Bratensoße und das Rezept selber ist super einfach zu kochen. So, und hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung noch mal hinterlegt. So, ich habe jetzt hier 2 Kilo Rinderbeinscheiben vom Metzger gekauft. Die werden jetzt von beiden Seiten gut gesalzen, gepfeffert und anschließend schön mit mittelscharfem Senf eingerieben. Also wir zu Hause essen gerne viel Fleisch und diese 2 Kilo reichen bei uns für circa 4 Personen. Ich habe jetzt einen gusseisernen Bratentopf mit Butterschmalz auf Dreiviertelstufe erhitzt. Wenn ihr einen normalen Bratentopf nehmt, dann bitte auf volle Stufe erhitzen und die Rinderbeinscheiben schön von beiden Seiten anbraten. Ich schaue so nach circa 1,5 bis 2 Minuten mal drunter. Wenn sich schon Röstaromen gebildet haben, wende ich einfach das Fleisch. Bei meinem Topf kann ich gleich den Deckel als Pfanne benutzen und da brate ich die anderen Rinderbeinscheiben mit an. Und wenn sie dann so schön angebraten sind, einfach auf einen Teller zur Seite stellen. Während ich das Fleisch anbrate, kümmere ich mich gleichzeitig um das Gemüse. Das sind 300 Gramm Möhren, 400 Gramm Zwiebeln und 3 Knoblauchzehen. Zwiebeln und Knoblauchzehen werden geschält und grob gewürfelt und die geschälten Möhren einfach in Scheiben schneiden. Wenn das Fleisch fertig angebraten ist, einfach das Gemüse in den Topf geben, etwas salzen und pfeffern und dann wird es für circa, ich schätze mal so 8 bis 10 Minuten schön angebraten. Im normalen Bräter einfach auch die Temperatur auf Dreiviertelstufe runterdrehen. Noch 1 Teelöffel Thymian und 1 Teelöffel Rosmarin dazugeben und weiter anbraten. Wenn das Gemüse angebräunt ist, 2 gehäufte Esslöffel Tomatenmark dazugeben, alles gut unterrühren und für circa 2 Minuten mit anrösten. Jetzt kommen 250 Milliliter Rotwein dazu. Das kann ganz normal trockener Rotwein sein, den jetzt einfach dazugeben und schön einkochen lassen. So, das dauert jetzt ein paar Minuten und jetzt könnt ihr auch schon den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. So sieht es dann aus, wenn der Rotwein schön eingekocht ist. Und jetzt geben wir die Rinderbeinscheiben zurück in den Topf. Und dann wird das Ganze, das liegt jetzt zwischen 1 Liter und 1,3 Liter Rinderbrühe oder Rinderfond, aufgefüllt. So, dann alles noch mal passend machen, die 3 Lorbeerblätter dazugeben, alles noch mal kurz zum Kochen bringen und dann mit Deckel im Ofen auf der mittleren Schiene für circa 2 bis 2,5 Stunden schmoren. Meine Rinderbeinscheiben waren nach 2 Stunden 15 Minuten fertig. Ihr erkennt es daran, dass sich der Knochen von alleine von dem Fleisch löst. Und ihr seht es hier im Video, der Knochen löst sich hier ganz alleine vom Fleisch und dann ist es auch butterweich. Die Soße dann selber noch mal abschmecken. Wir brauchten nichts mehr dran zu machen. Sie war perfekt und wir essen sie auch so, wie sie im Topf ist. Ihr könnt sie natürlich auch gerne durch ein Sieb geben und noch mal mit ein bisschen Soßenbinder abbinden oder gegebenenfalls, auch wenn euch zu viel Fett oben drauf schwimmt, das noch mal mit 'nem Löffel abschöpfen. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt. Es ist wirklich super, super lecker. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag.